Zu Füßen der Burg Münzenberg in der Wetterau lebt das Mittelalter wieder auf. Staufer, Kelten, Wikinger und Ritter verbringen ein paar Tage in einer anderen Zeit. Dabei wird das leibliche Wohl ganz groß geschrieben. Jedes Jahr zu Pfingsten bietet sich rund um die Burg ein ganz besonderes Bild. Die Freie Ritterschaft zu Münzenberg organisiert das Mittelalterspektakulum. In der Stadt heißt es dann immer, die Ritter kommen. Und wir fragen uns, was machen die da? Sie laufen in komischen Klamotten rum und machen Camping ohne Komfort. Und was kochen sie auf dem Lagerfeuer? Hirsebrei? Diesmal habe ich ganz einfach mal gefragt, dabei nette Menschen kennengelernt und viel Neues und Erstaunliches erfahren. Wie hier bei den Freien vom Sternwald. Zum Beispiel ist ganz wichtig, sie campen nicht, sondern sie lagern. Und die Menschen sind nicht verkleidet, sondern gewandet. Auch die bunten Landsknechte tragen keine Kostüme, sondern Gewandungen. Auf der Suche nach einem brennenden Lagerfeuer treffe ich auf das Lager der Frieklunder, einer Gruppe, die Wikinger darstellt. Sie lassen mich gerne zugucken. Schon das Feuer anheizen mit einem Blasrohr ist neu und interessant. Jürgen, genannt Jü, ist der Koch, ein Profi. Da muss man aber auch ein bisschen üben, bis man das kann, so auf dem offenen Feuer. Ja, wir machen das schon seit 12 Jahren. Aha. Und ist auch mal was schiefgegangen? Auch, natürlich. Ja? Ja. Und dann haben die Leute nichts zu essen. Nein, dann gibt es immer noch einen Plan B. Pizzadienst. Nein, da habe ich immer was anderes noch gemacht, dann, aber Aha. kein Problem. Die Leute habe ich immer satt gekriegt. Da haben sie aber ganz schön viel Proviant auch, ne? Ja. Wie viel ist das dann so? Also wir kaufen es ja meistens dann direkt vor Ort ein, was wir brauchen. Ach so. Aha. Wir machen dann nach das Lager vorher machen wir eine Essensplanung und dann wird natürlich ausrechnen, was wir mal brauchen. Und dann fahren wir dann am Aufbautag zum Einkaufen. Wird eingekauft. Oder was wir aus dem Garten eben kriegen. Was wir im Garten noch haben. Das Fleisch kommt später in einen Eintopf. Dazu gibt es Semmelknödel. Kartoffeln waren im Mittelalter noch nicht bekannt. Mit der klebrigen Masse muss sich Olivia rumschlagen. Und kann man sich denn hier auch dann die Finger waschen? Ja. Na klar. Das ist ja hier die Spülmulle. Gespült wird hier. Nicht ganz authentisch ist der Wasserkanister. Naja, nicht mittelalterlich unser Wasservorrat. Die ganze Moderne wegzulassen ist eigentlich unmöglich. Ja. Handys haben sie auch dabei, ne? Ja, die sind außen in der Kiste. Wir sind ganz normale Menschen, die das als Hobby betreiben. Naja, gut, ganz normal können wir nicht sein, wenn man sowas macht. Ja. Da musst du schon, sag ich mal, schon einen an der Stube haben, um das alles durchzuziehen, weil das ist ein mittelschwerer Umzug. Also wir haben normal immer so knapp 1,5 Tonnen an Equipment. Was ist denn das Tolle dran für Sie? Oh, man ist einfach mal weg von dem ganzen Modernen, kann einfach mal abschalten. Heutzutage ist sowieso alles total stressig, wie ich finde. Und man ist immer kognitiv bei allem Möglichen dabei. Und dann ist es einfach schön, mal hier zum Lager zu kommen und einfach mal auszuschalten, zu entspannen, das nochmal zu genießen und mitzuerleben, dass es auch mit weniger geht. Genau deswegen sind auch die Herzigen hier aus Seligenstadt und Dietzenbach. 2 Ehepaare und 2 Kinder. Sie stellen Staufer dar und sind sehr gastfreundlich. Ich darf sofort Gewürzwein probieren. Lecker. Das Feuer ist schon entfacht. Es gibt Speckpfannekuchen. Da bin ich mal gespannt. Silvia und Manuela bereiten den Teig zu. Mehl und Eier werden mit dem Holzlöffel verrührt. So ein bisschen Milch. Und es wird jetzt alles kein Quirl, kein Handrührer. Nein, das gab es ja früher nicht. Und doch Handarbeit. Alles Handarbeit. Ja, da muss man dann so improvisieren. Kochen Sie hier viel? Ja. Ja, gestern hatten wir Gemüseeintopf. Und was ist das? Das ist Käse mit Speck, noch ein bisschen Haferflocken für den Crunch dazu.
Achtung. Thomas und Matthias kümmern sich derweil um das Feuer. Klassische Arbeitsteilung. Kleiner Test. Passt. Wunderbar. Das Feuer muss noch mehr Glut entwickeln und der Teig ruhen. Zeit für ein kleines Getränk, den Hypokras. Und diese Flasche hat kein Etikett? Nein, das ist ja schließlich selbst gemacht. Aha. Woraus? Dornfelder als der Grundbasis. Dann haben wir Ingwer drin, wir haben Honig drin, Zimt, Kardamom und nochmal Nelken sind drin. Wow. Ja, Und Mandelsplitter sind nochmal drin. genau. Und das Ganze wird 3 Tage ziehen lassen, Aha. abgesäbt, gut ist. Im Mittelalter konnten sich nur Adlige und Reiche diesen Wein leisten. So, wie weit? Stell drauf, dass es ein bisschen warm wird. Schwarzkommando. Die Pfanne ist schon sehr heiß und reichlich Öl drin. Normalerweise geht der erste Pfannekuchen immer kaputt. Mal sehen. Matthias, zieh mal bitte vor. Ja, genau. Drumherum ist ja auch heiß, ne? Richtig. Das ist ja anders als zu Hause. Haben Sie sich bestimmt schon oft verbrannt, ha? Nein, komischerweise nicht. Echt? Ja. Der sieht aber gut aus. Hopp. Die Pfanne ist noch nicht so wichtig. Die Jungs scheinen schon Kohldampf zu haben. Riecht aber auch total verführerisch. Schon sind sie fertig, kleben kein bisschen und können gleich verkostet werden. Die Kinder opfern sich gerne. Ja, Heiß. heiß, aber gut. Schmeckt's? Heiß, aber gut. Oh doch. Sehr gut. Gut gewürzt. Und den Speck schmeckt man richtig schön raus. Ah, toll. Erst jetzt verrät Manuela mir, dass das der erste Versuch mit Pfannekuchen auf dem offenen Feuer war. Alle Achtung. Nun bekommt jeder einen, auch ich. Speckpfannekuchen vom Lagerfeuer. Ein Genuss. Danke an die Herzigen. Bei den Wikingern ist inzwischen das Fleisch fertig gebraten und es geht weiter. Zum Öl kommen Zwiebeln in den Topf und Rosmarin. Noch ein? Während die Zwiebeln weich kochen, zeigt Jürgen mir ein verstecktes Küchengerät. Kühlschrank. Aha. Und das Fleisch wäre das auch drin gewesen? Ja, natürlich. Ja, ja, genau. Also da achten wir schon sehr drauf, Ja. dass es durchgekühlt ist, weil es geht um die Gesundheit. Ja. Und dann müssen wir ein bisschen mogeln. Aber das ist eben wichtig. Es wird aber dann so ein bisschen Wird ein fertig. bisschen getan. Das ist hier jetzt Das ist die... meine Schatztruhe. Mit Gewürzen. Ob die Wikinger die schon hatten? Pfeffer wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber es schmeckt eben besser. Wir müssen auch ein bisschen so kochen, dass es uns auch schmeckt. Ja. Weil viele Sachen, was sie damals gekocht haben, könnten wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr essen. Ja. Dazu kommen noch Majoran und Met. Oh, lecker! Es muss ja auch gut sein, was da reinkommt. Nur mit guten Zutaten kann man ein gutes Essen kochen. Ja. Das köchelt jetzt eine Weile, man hat ja Zeit. Dann Das Fleisch wird eingesetzt. Das Wichtigste ist Fleischsaft. Der bringt Geschmack. Und dann wollen wir die wegschütten. Kommt dann dazu. Und jetzt wird der Topf sich selbst überlassen. Hin und wieder mal nachschauen. da heißt es warten. Die Knödel müssen ja auch noch gekocht werden. Bei den befreundeten Nachbarn, den Schäftheimer Kelten, ist das Essen schon fast fertig. Das ist ja eine Art Geflügelgulasch mit Wein, Sahne und Rosmarin, Karotten und Zwiebeln. Wie viele Leute versorgen Sie jetzt hier? Mein Clan mit Gästen sind, glaube ich, 33 und 25 essen mit. Also ich koche für 25. Aha. Und sind Sie Profi? Nein. Begeisterter Amateur. Für Hobbykoch Robin schon eine Herausforderung, denn alle haben immer Hunger. Zum Spätzle selber machen reicht die Zeit nicht, also gibt es zum Eintopf welche aus der Tüte. Auch den Wikingern läuft schon das Wasser im Mund zusammen und einer schleicht sich vorsichtig an die Keltentöpfe. Das Koch- und Essgeschirr wirkt jedenfalls sehr authentisch auf mich.
Und alle sind äußerst zufrieden mit dem Koch. Zum Münzenberger Spektakulum hat es die Freie Ritterschaft Friedberg nicht weit. Die habe sogar so etwas wie eine Küche. Hier, das sieht aus wie ein Herd. Das ist eigentlich eine Eigenkonstruktion. Das ist gebaut aus einem Tisch und fürs Mittelalter ist belegt, dass es kleine Tischfeuer gab, wie hier bei dem Kleinen. Und da haben wir halt einfach mit unserem Vereinsschlosser haben wir dann diese große viereckige Form gebaut, dass wir halt da drauf besser kochen können, weil ich koche auf der Stelle mit bis zu 22, 24 Mann. Und da musste die etwas größer sein als diese kleinen Tischfeuerchen. Björn zeigt mir auch, wie der Herd funktioniert. Die ist auch extra für den angefertigt, wenn er nicht nach dem beißt. Und das wird dann heiß und dann kommt dann Öl rein, dann wird er schön angebraten. Aha. Die Soße kommt halt in den Topf auf den Hund. Sind Sie der Koch hier? Ich bin hier der Koch. Sind Sie auch Koch oder Nein. nur hobbymäßig? Nur hobbymäßig. Aha. Er kocht heute Lende in Rahmsoße mit Pfifferlingen. Am nächsten Tag macht Gittchen sogar ein ganzes Reh für 40 Personen. Mit selbstgehacktem Holz und 8 Flaschen Burgunder. Das zieht natürlich viele Besucher an. Ich stelle dar Heinrich II. Graf von Nassau und ich bin hier bei uns im Verein der erste Vorsitzende. Freie Ritterschaft heißt bei uns im Verein, dass jedes Mitglied seine Darstellungszeit sich frei aussuchen kann. Wir nehmen Leute, die ab Wikingerzeit bis Spätmittelalter darstellen. Die Idylle nebenan nennt sich Wolfsblut-Clan. Was stellen Sie denn da? Wir sind ein spanisches orientalisches Lager aus Mallorca, 12. Jahrhundert. Und was gibt's denn hier zu essen? Heute gab es bei uns Knödel mit einem Braten, mit einer selbstgemachten Zwiebelsoße. Das haben Sie auch alles hier gekocht? Alles hier gekocht auf der Feuerstelle. Schatz, genau, geh mal hin. Oh, das ist ja unglaublich. Ach, mit Bratenthermometer. Bisschen Technik muss leider sein. Weil mir schon öfters Sachen kaputt gegangen sind und es ist halt auch einfach einfacher, wenn man das 4 Stunden lang drin hat und dass man weiß, wann man ungefähr in der Richtung ist. Wäre sonst schade. Essen und ein gescheites Bett, das ist das Wichtigste. Haben Sie auch ein gescheites Bett hier? Ja. Ja? Darf ich mal gucken? Ja. Oh. Ach, das sieht aber jetzt hier schön aus. Genauso schön ist die Sitzecke, wo man es sich des Abends gut gehen lässt. Beim Münzenberger Spektakulum gibt es natürlich nicht nur die Lager, sondern auch einen großen Markt. Hier müssen die Besucher zur Mittagszeit lange anstehen, um etwas zu essen zu bekommen. Das Angebot ist vielfältig und unterscheidet sich von den normalen Jahrmärkten. Stockbrot, Räuberspieß und Schweinebraten und natürlich Met. Die Fischbraterei mit dem schönen Namen Verleinix ist weithin zu riechen und macht Appetit. Neben den Essensständen bieten viele Händler allerlei Handwerk an. Dieser Stand ist besonders beliebt bei den Mittelalterköchen. Hier gibt es alles, was zu einer ordentlichen Lagerfeuerküche gehört. Nur die dicken Handschuhe, die man dazu unbedingt braucht, sehe ich hier nicht. Hier oben ist alles sehr friedlich. Weiter unten sieht die Sache ganz anders aus. Das ist das Terrain der Ritter. Von weit her kommen Schwertkämpfer, um sich im Vollkontakt-Turnier zu messen. Das heißt, man darf mit voller Wucht auf fast alle Körperteile des Gegners einschlagen. Hier treffe ich Axel und Nicole Friedersdorf, beide Schwertkämpfer. Ihre Rüstungen sind zwar maßgeschneidert, aber dennoch nicht so leicht anzuziehen. 30 bis 40 Kilo trägt so ein Ritter im Kampf. Dicke Polster unter dem Stahl sollen vor Verletzungen schützen. Platte. Martialische Namen sind auch wichtig. Jetzt ist der Axel der Frankenschlächter. Ja, der Frankenschlächter.
Und das ist das Wappen der Grenzwacht. Das ist unser Club. Er kämpft eine Buhurt, das ist eine Massenschlacht. Jeder gegen jeden. Der Gegner muss zu Boden gebracht werden. Es wird so lange weitergemacht, bis nur noch einer übrig ist. Dessen Mannschaft hat dann gewonnen. Und dann waren sie so motiviert, dass sie den zweiten und den dritten geschafft haben. Wie wird das dieses Mal sein? Solche Kämpfe kosten Kraft und machen hungrig. Also nicht sehr mittelalterlich, Die aber... Kämpfer haben keine Zeit zum Kochen. Nee, die kriegen gekocht von den Supportern. Ja? Ja. Im Also Normalfall man hat ja meistens einen Club, ein gutes Team und da kochen dann die Supporter. Also das sind richtig gute Sachen, die wir da machen. Man muss sich auch gut ernähren, wenn man kämpft. Ne? Also, Ja, klar. Aber ihr kocht auch manchmal selbst, ne? Natürlich. Klar. Wenn ich keine Kampftage habe, dann nehme ich mir meistens auch einen Tag, wo ich für alle koche. Aha. Hier habe ich zwar einen Fisch, aber meine Spezialität ist Krustenbraten auf dem offenen Feuer. Richtig, so wie er eigentlich aus dem Ofen kommt. Das ist ein bisschen schwieriger, aber das kriegt man hin. Also mache ich mich einige Zeit später auf nach Büdingen, in das Domizil von Axel, dem Mittelalterkoch. Heute wird es geben einen Schweinekrustenbraten. Das Ganze in einer Gemüsesoße, also einem Gemüsebett mit Biersoße, und dazu gibt es dann Knöpfle, also so eine Art handgemachte Nudeln. Und am Schluss wollte ich dann noch mit Honig und Mandeln gefüllte Äpfel als Bratäpfel. Und das ist alles mittelalterlich? Eigentlich schon. Also das sind keine Sachen dabei, jetzt, die es da nicht gegeben haben könnte. Ich brauche mal Servicepersonal. Wer kommt ein Holz hacken? Ist das jetzt das Gesinde? Ja, wir sind das Gesindel. Ja, für heute sind Sie das Gesindel, ja. Aha. Und du auch? Ich bin auch Gesindel heute, ja. Ich bin Gesindel und nachher noch Bedienung. Paul ist Profikoch und nicht so versiert im Holzhacken. Aber es gibt noch viel mehr Aufgaben. Also, fürs Gemüse bräuchte ich klein geschnippelte Mohrrüben, Zwiebeln, Knoblauch und den Lauch. Ich hätte gern so ein bisschen gestiftelt. So. Soll ich ein Muster machen? Ich mache euch ein Muster. Warum hast du uns eigentlich gefragt? Bitte gestiftet. So, das reicht. So in der Art. Okay. Vielleicht noch kleiner. So hätte ich sie gern. Im Lager ist es üblich, dass der kocht, sagt, wo es lang geht. Und die sich als Gesinde melden, müssen funktionieren. Ihr müsst bei Zwiebeln immer die Zunge rausstrecken. Ja, ich weiß. Begleitet von Haushund Jack bringt Axel das Fleisch. Da haben wir so einen kleinen Landmetzger hier bei Büches. Dem sage ich das dann und dann schneidet er mir das passend für das, was ich vorhabe. Ob das jetzt Rind, Schwein oder irgendwas anderes ist, sagt er mir. Was passiert jetzt mit dem? Den schneide ich jetzt oben kleine Würfelchen drauf, dass der Speck schön ausbraten kann, dass der nachher knusprig wird. Und ich würze den entsprechend mit einer eigenen Mischung. Mit Gewürzen? Ja, ja, war die Frage im Mittelalter richtig teure Gewürze, eben sowas wie Pfeffer oder sonstige orientalische Gewürze waren eigentlich mit Gold aufzuwiegen, weil das konnte sich im Normalfall niemand leisten. Wir haben genug davon und machen da auch reichlich drauf. Wir sagen einfach mal, wir sind eine herrschaftliche Tafel und da können wir auch reichlich Gewürze verwenden. Zuvor muss er aber das Feuer entfachen. Es wird nun mal nicht am Herd gekocht. Das sind Holzspäne gedreht mit Wachs. Und damit geht das natürlich viel schneller an, als wenn ich da jetzt mit einem Blasrohr und mit dem Feuerstein und mit dem Stahl erstmal Feuer machen Aber das müsste. würde machen Das würde manche ich auch. Leute auch. Das natürlich Kannst kann, du das auch? Natürlich kann ich das auch. Mhm. Aber das ist jetzt, da wir das hier ja im Garten machen, mache ich es mir ein bisschen einfacher. Nicht nur Jack findet es jetzt schon ziemlich warm. Da muss man schon so ein scharfes Messer haben, ne? Ja, meins ist jetzt nicht so perfekt. Ich hätte es vorher schärfen sollen. Die scharfen Messer haben Paul, Silvia und Nicole sich schon geschnappt. Aber schließlich ist die Schwarte eingeritzt.
auch von dem zweiten Braten, der sicherheitshalber im Backofen gemacht wird. Es kommen noch viele Gäste. Ich schneide hier mal ein paar Streifen Speck an. Hast du immer so viel Hilfspersonal? Wenn ich Glück habe, ja. Es sind ja nicht so 2, 3 Leute, es sind ja auch bis zu 20, 30 Leute, die wir versorgen müssen. Und ich meine, die meisten auf diesen Veranstaltungen, die machen so das einfache Essen. Einfach Gemüse, klein schnippeln, bisschen Fleisch, alles in einen großen Topf und als Eintopf verkochen. Wir wollten ja hier mal zeigen, dass es auch möglich ist, ein bisschen aufwendigere Speisen herzustellen. Und das auf einem offenen Feuer. Ich nehme jetzt gar kein Öl oder Margarine oder sowas, sondern einfach Speck wird angebraten. Dann haben wir Der wird sozusagen ausgelassen? Der wird eigentlich nur ausgelassen und dann... Aha, damit man Bratfett hat. Damit man Bratfett hat. Zum Speck auslassen wird der Topf tief gehängt. Das ist eigentlich die höchste Schwierigkeit bei dieser Art zu kochen. Dass man immer darauf aufpasst, dass die Hitze ähnlich ist. Und das muss man halt ständig beobachten und ständig variieren. Da muss man ja alles dabei bleiben. Ja, das ist ja das. Während der Speck brutzelt, machen Axel und Paul sich an die Marinade fürs Fleisch. Zunächst Knoblauch und Rapsöl. Dann habe ich, natürlich brauchen wir ein bisschen Salz. Ach, da nehmen wir reichlich. Dann habe ich heute Morgen frisch Pfeffer gemahlen. Da machen wir auch genügend drauf. Und dann habe ich noch meine selbst gemischte Eigenkreation. Davon muss auch immer ein bisschen was dazu. Was ist das? Wird nicht verraten. Mal sehen. Sieht nach Paprika und Chili aus. Ist aber noch viel mehr drin. Diese Paste schmiert Axel in die Ritzen der Schwarte. Und auch die Unterseite des Bratens bekommt was ab. Dann kommt das Fleisch in den sehr heißen Topf. Mit der eingeschnittenen Schwarte nach unten. Den ausgelassenen Speck fischen sie raus. Er wird gleich geknuspert. Schon nach ein paar Minuten nimmt Axel den Topf wieder vom Feuer und prüft die Kruste. Die sieht gut aus und daher wird der Braten erst mal rausgenommen. Denn nun kommt das Gemüse. Einfach hinstellen vielleicht. Können wir noch die letzten Speckstückchen rausholen, bevor die schwarz werden? Die nach Anweisung gestiftelten Möhren und Zwiebeln in Ringen ergeben das Bett für das Fleisch. So. Ich habe eine Fleischbrühe vorbereitet. Das ist jetzt natürlich kein Mittelaltertopf. Die habe ich gestern schon eingekocht. Jetzt kommt das gute Stück da wieder rein. Das wiegt ja jetzt auch schon ganz schön was. Ja. Können wir hoffen, dass die Ketten halten. Sonst liegt es im Feuer. Ja, das wäre ein bisschen schade. Und dann müssen wir zwischendurch immer mal reinschauen, dass nichts verbrennt. Ist es dem Gesinde auch so warm? Hier, die Kochstelle ist relativ weit weg jetzt im Vergleich zu sonst, weil die Lager sind ja oft sehr dicht gedrängt. Und dann ist manchmal die Kochstelle schon sehr nah so am Tisch, wo man schnippelt und das ist dann schon heiß. Verbrennt man sich oft hier? Naja, also nicht mehr als Leute, die nicht kochen können, sich zu Hause verbrennen wird wahrscheinlich. Und wenn ich das mal fragen darf, die Frauen kriegen nichts? Ja. Das ist jetzt ein Jahr. Aber das Fleisch bekommt einen Schuss Bier ab. Schließlich soll es eine Biersoße werden. Nun braucht der Braten seine Zeit. Dabei muss immer wieder nachgeguckt werden. Die Lauchzwiebeln kommen später dazu. Das Feuer aber braucht dauernd intensive Zuwendung. Derweil trudeln immer mehr Mittelalterfreunde zum Helfen und Essen ein. Jetzt geht's an die Nudeln. Ihr nehmt 2/3 von dem Mehl, ein bisschen übrig lassen, falls ihr zu viel Wasser reinmacht.
Du hast mich doch gesehen. Handvoll Salz dazu, erstmal verrühren zu einem zähen, kurz vor reißen Kuchenteig. Sowas ganz Festes. Nicht zu dünn. Spricht's und entschwindet zum Holzhacken. Nicole und Vera geben sich Mühe, den Teig genau nach Anweisung zu machen. Dann machen wir jetzt ein bisschen Salz. Das kneten wir jetzt erstmal, bevor wir das letzte Ei da reinmachen. Noch ein bisschen Mehl. Habt ihr schon Salz drin? Ja. Okay, dann ist das gut. Eine neue Markt. Oh, ja, das ist eine neue Markt noch. Schön, die Küchenarbeit so in Gesellschaft zu erledigen. Die Angelegenheit wird ziemlich klebrig. Da kommt die Hilfe von Profi Paul ganz Der ist recht. gleich wieder nüchtern. Schatz, wir können jetzt fahren. So, der Teig wäre dann soweit. Das sieht schon mal richtig gut aus, was ihr da macht. Nun hängen 3 Töpfe über dem lodernden Feuer. Der Bratentopf, kochendes Wasser für die Nudeln und einer mit Speck für Sauerkraut. Wir haben immer ein bisschen Ruhe im Essen. Silvia und Vanessa zupfen die Nudeln ins Wasser. Alter Verwalter. Eine extrem heiße Angelegenheit. Alle Metallteile der Mittelalterküche und der nähere Umkreis haben gefühlte 100 Grad. Außerdem kommt einem immer wieder der Rauch in die Augen. Entspanntes Kochen ist das in meinen Augen eher nicht. Das wird so funktionieren. Aber lustig und interessant. So, und jetzt kommt das wirklich Schwierige. Den Schweinebraten wieder kross zu kriegen. Das ist jetzt die Aufgabe. Ja. Da können auch ein Teil von den Knöpfchen runterfallen. Da hat man Pech gehabt. Jetzt ist höchste Vorsicht angesagt. So, das ist jetzt. Nee, die kommt von alleine hoch. Ja, das sieht gut aus. War der Braten vielleicht doch schon einen Ticken zu lang auf dem Feuer? Jetzt etwas dunkel geworden, aber es wird knusprig sein. Man muss doch einfach mal probieren. Oh, knackig. Also so wie es sein muss. Aber wie es halt beim Grill so ist, ein bisschen dunkel ist ein Teil geworden, aber ich glaube, insgesamt ist es gut. Während Axel den Topf schon mal in den Speiseraum trägt, erscheint Wikinger Paul in einer neuen Gewandung. Die hat Nicole in ihrem Atelier entworfen und geschneidert und ist sichtlich stolz darauf. Mit Recht. Fühlst du dich schön? Ja. Und wohl. Ja? Ja. Wow, das ist ja hier ein tolles Kostüm. Das ist kein Kostüm. Nein, natürlich, Entschuldigung. Eine Gewandung. Eine Gewandung. Ja. Zeig mir mal das Schild innen drin. Das ist mein Label. Dark Dirndl. Dark Dirndl, Ja. aha. Eine vielseitige Frau, genau wie Axel, der den Ritterkeller selbst ausgebaut hat, in dem nun zu Tisch gebeten wird. Die warten schon alle hier. Oh, welch eine Gaumenfreude uns hier erwartet. So, wer ist der Erste? Klappt doch. Axel kennt seine Freunde und schneidet riesige Stücke ab. Ein wunderbarer Duft durchzieht den Raum. So, das nächste Stück war dasselbe im Ofen gemacht. Selbe Zutaten, alles gleich, nur in der Backröhre. Das wäre jetzt das Vergleichsessen. Hier ist es nicht so kross wie da drüben, oder? Es ist auch kross, nur nicht so schwarz. Das ist auch, ne? Oh ja. Beide schmecken fabelhaft. Der vom Lagerfeuer ist aber noch ein bisschen saftiger. Alles perfekt gewürzt. Wer Axels Kochkünste mal erleben will, hier in der gotischen Kathedrale, wie sie es nennen, veranstalten sie Events unter dem Motto Esse und Gucke, Hausmannskost und Kultur. Das sind genauso nahrhafte und lustige Abende wie dieser hier. In den mittelalterlichen Lagern sind die Nächte immer lang. Der Alltag ist weit weg und am nächsten Tag wird wieder gekocht. Was für ein Leben! Bäh, war das geil.